Die neue Contao-Version 5.5 wurde veröffentlicht. In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen vor. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Releaseplan. Mit der Veröffentlichung von Contao 5.5 entfällt der Support für die vorhergehende Version 5.4. Außerdem endet der reguläre Support für Contao 4.13. Das bedeutet, dass ab sofort nur noch sicherheitsrelevante Updates veröffentlicht werden. Alle anderen Fehler werden nicht mehr in der Contao 4.13 behoben. Nutze also jetzt den Security-Zeitraum und führe ein Update auf Contao 5 durch. Kommen wir nun zu den Features von Contao 5.5. Ab sofort kannst du Passkeys nutzen, um dich im Backend anzumelden. Falls dir Passkeys nichts sagen, dann findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos entsprechende Links. Sehen wir uns nun die Integration bei Contao an. Zunächst meldest du dich ganz normal mit deinem Benutzernamen und Passwort im Backend von Contao an. Anschließend klickst du auf deinen Benutzer und auf den Menüpunkt Sicherheit. Hier kannst du bereits die Zwei-Faktor-Authentifizierung konfigurieren und darunter befindet sich auch die Konfiguration für die Passkeys. Ich füge jetzt einen neuen Passkey hinzu. Mein Passwortmanager meldet, dass ich einen Passkey erstellen möchte. Das mache ich jetzt. Und ich vergebe jetzt noch einen Namen. Wichtig, zum Schluss auf Speichern klicken, damit der Eintrag auch gespeichert wird. Das war's auch schon. Wenn ich mich jetzt abmelde, dann kann ich mich mit einem Klick auf mit einem Passkey anmelden, hier mit einem Klick ins Backend anmelden. Eine weitere großartige Neuerung ist das sogenannte Template Studio. Da die bisherige Template-Verwaltung nicht für die neuen Twig-Templates ausgelegt war, wurde kurzerhand beschlossen, ein neues Template Studio zu entwickeln. Mit dem Template Studio hast du nun die Möglichkeit, deine Twig-Templates im Backend zu verwalten und kannst noch jede Menge mehr machen. Da das Ganze doch sehr komplex und umfangreich ist, bekommst du in diesem Video nur einen ganz kurzen Rundgang durch das Template Studio. Auf der linken Seite befinden sich die verfügbaren Twig-Templates. Hier oben hast du auch die Möglichkeit, zwischen dem Standardpfad und einem deiner Theme-Konfigurationen umzuschalten. Wenn du also in deinem Theme einen Template-Ordner konfiguriert hast, dann kannst du diesen hier ebenfalls nutzen. Wir bleiben jetzt beim Default und wie du siehst, gibt es hier die verschiedenen Bereiche, zunächst für die Content-Elemente, für vorhandene Frontend-Module, für Komponenten und für die Error-Templates. Wir können nun einfach ein Template anklicken und sehen uns das Ganze im Detail einmal an. Innerhalb des Templates selbst gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du bestimmte Bereiche erklären lassen kannst. Das heißt, mit dem Lupensymbol, wie hier, kannst du dir dieses Blockelement erklären lassen und du siehst auch, was hier passiert. Das gleiche passiert jetzt hier wie diesen Block HTML oder du kannst, wenn es weitere Elemente gibt, wie ein Extend oder Use, kannst du das ebenfalls anzeigen lassen. Wenn wir jetzt das Template überschreiben wollen, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir einfach das Template hier 1:1 kopieren und überschreiben, das heißt hier durch Create Your Template. Alternativ können wir auch ein Varianten-Template anlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir klicken auf Create ein Varianten-Template, wir vergeben hier einen Namen, wie zum Beispiel Infobox. Und nun wird eine Variante für dieses HTML-Template erzeugt. Auf der linken Seite siehst du jetzt, dass es eben zusätzlich zu diesem Standard-Element HTML-Template noch die Variante Infobox gibt. Nun haben wir die Möglichkeit, innerhalb unseres Varianten-Templates unsere Anpassungen zu machen. Auch hier unterstützt uns das Template Studio, das heißt, wir haben hier eine Autocomplete-Funktion. Wenn ich hier zum Beispiel einen Block überschreiben möchte und ich tippe die Buchstaben Block, dann siehst du schon, kann ich hier den Editor-View-Block überschreiben oder den HTML-Block. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen HTML-Block und automatisch wird mir hier jetzt auch bereits die Parent-Funktion eingefügt. Damit das jetzt Ganze relativ einfach bleibt, ersetze ich jetzt einfach den Parent-Code komplett und füge einfaches HTML ein. Damit du das Ergebnis sehen kannst, wechsle ich jetzt zurück einfach mal in meinen Artikel. Ich habe hier ein Elementtyp HTML erzeugt und wenn ich hier jetzt auf das Inhaltselement Template wechsle, dann siehst du schon, steht mir eben jetzt das Standard HTML-Template vom Core zur Verfügung und meine soeben angelegte Variante Infobox. Zum Schluss möchte ich dir kurz zeigen, wie es aussieht, wenn du ein Template modifizierst bzw. überschreibst und keine Variante anlegst. Anhand der blauen Einfärbung siehst du sofort, dass hier was gemacht wurde. Ich klicke das Ganze an und wir sehen, ich habe eben das Komponenten-Headline-Template genommen und hier den Block Inner überschrieben. Hier unten siehst du dann, wo dieser Block angewendet wird, und zwar auf das Original Komponenten-Headline-Twig-Template. Und hier gibt es eben auch eine Inner-Komponente hier und diese haben wir eben komplett überschrieben.
Auch hier kann ich nochmal auf diesen Block klicken und du bekommst auch hier eine Beschreibung. Mit dem Template Studio ist natürlich noch wesentlich mehr möglich, aber das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen und deswegen kommen wir bereits zum nächsten Feature, und zwar der Backend-Suche. Damit die Backend-Suche funktioniert und der Index aufgebaut werden kann, benötigst du zunächst einen echten Cron-Job auf deinem Server. Wie das geht, ist in der Entwicklerdokumentation beschrieben, das heißt, du kannst entweder diesen Cron-Job einmalig ausführen, was natürlich nur einmalig diesen Index erstellt. Die richtige Variante ist, dass du das Ganze eben dauerhaft auf deinem Server ausführst und diesen unteren Befehl in deine Cron-Tab einträgst. Und ab sofort baut Contao regelmäßig den Suchindex im Backend auf und du kannst mit der Suche beginnen. Ich trage also hier jetzt zum Beispiel den Begriff Browser ein und du siehst, es werden hier die Inhaltselemente, wo das Wort Browser vorkommt, gefunden und genauso Bilder. Wenn ich hier zum Beispiel nach Kontakt suche, dann werden hier eben alle Inhaltselemente gefunden, aber auch das Kontaktformular. Ich kann das Ganze auch bearbeiten, indem ich einfach hier auf den Stift klicke und ich bekomme direkt das Formular angezeigt und kann mit der Bearbeitung beginnen. Das war's zum Thema Backend-Suche. Sehen wir uns als nächstes das neue Kontextmenü an. Das neue Kontextmenü lässt sich ganz einfach mit einem Rechtsklick öffnen. Wenn wir also hier jetzt in der Seitenansicht sind und ich möchte hier diese Textseite bearbeiten, mache ich einen Rechtsklick in die Zeile und kann dann die entsprechende Aktion auswählen. Wie du siehst, hat sich durch das neue Kontextmenü auch hier hinten die Anzahl der Icons reduziert. Damit siehst du einfach nur noch die wichtigsten Aktionen und das Ganze ist einfach zu bedienen. Wenn du die weiteren Aktionen öffnen willst, dann kannst du auch hier neben einem Rechtsklick noch hier auf die Pünktchen klicken und auch hier wird dann das Kontextmenü entsprechend geöffnet und dir stehen wieder alle Aktionen zur Verfügung. Im Bereich Barrierefreiheit und Zugänglichkeit wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. Zum einen gibt es jetzt bei den Videos die Möglichkeit, eine Textspur zu hinterlegen. In der Regel sind das sogenannte VTT-Dateien. Und bei Contao hast du jetzt auch die Möglichkeit anzugeben über den Dateimanager, um was es sich für eine Datei handelt. Das heißt, du kannst hier festlegen, welche Art der Spur du hast, also zum Beispiel eine Closed Caption, eine Autobeschreibung, Kapitel, Untertitel und so weiter. Und gleichzeitig kannst du auch die Sprache festlegen. Das heißt, so kannst du bei einer Videodatei verschiedene Textspuren hinterlegen und Contao fügt diese dann korrekt bei deinem Video hinzu. Beim YouTube- und Vimeo-Element gibt es ebenfalls eine Verbesserung. Und zwar kannst du hier jetzt das Titelattribut vergeben. Das wird dann später eben im Quellcode beim iFrame hinterlegt und so kann der Screenreader vorlesen, was sich in diesem eingebundenen iFrame-Attribut befindet. Bei den Formularfeldern hast du nun die Möglichkeit, Autocomplete-Attribute zu hinterlegen. Ich habe hier zum Beispiel das Feld Organisation angelegt und hier habe ich zusätzlich das Autocomplete-Attribut Organization hinterlegt. Das heißt, wenn ich hier jetzt ins Frontend gehe und mein Formular ausfülle, dann erkennt das System, dass hier aus meinen Adressdaten eben die Firma für dieses Partnerfeld verwendet werden soll und der Browser kann das Ganze automatisch ausfüllen. Bei der Bedienbarkeit im Backend wurden ebenfalls Verbesserungen integriert. So wurde hier der komplette Filterbereich überarbeitet. Das Ganze wurde zunächst technisch modernisiert und basiert jetzt auf dem Flex-Layout. Außerdem gibt es hier jetzt eine Verbesserung im Bereich der Tab-Reihenfolge, das heißt, diese funktioniert jetzt hier zuverlässig über alle Ebenen hinweg. Und außerdem wurde die Visualisierung der Filter-Buttons vergrößert und, wie du hier schon siehst, wenn kein Filter aktiviert ist, ist der Filter Zurücksetzen-Button ausgegraut, also deaktiviert. Wenn wir jetzt hier noch einen Filter eingeben, dann siehst du auch, dass das Ganze hier gelb hinterlegt wird, was bisher auch so war. Aber jetzt wird eben dieses Zurücksetzen-Icon aktiviert und du siehst, ich kann diesen Filter hier zurücksetzen. Sobald ich den Filter wieder lösche, wird das Ganze wieder deaktiviert. Damit kann ich eben sofort erkennen, dass der Filter nicht mehr aktiviert ist. Eine weitere Verbesserung befindet sich hier im Bereich Mehrere bearbeiten. Wenn du die Funktion nutzt, dann bleiben alle Elemente hier gelb hinterlegt, sodass du eben wesentlich schneller erkennst, welche Elemente du gewählt hast. Die weitere Verbesserung befindet sich hier im Bereich vom Bearbeiten. Wenn ich also beispielsweise die Beschreibung der Seite bearbeiten möchte, dann findest du jetzt hier eben oben immer den Namen der Seite ganz automatisch. Im Debug-Modus wurde der Symfony Profiler erweitert, und zwar um Contao-spezifische Informationen. Wenn wir uns hier beispielsweise im Frontend befinden und ich befinde mich auf dieser Textelemente-Seite, dann kann ich hier rechts unten auf die Contao-Informationen gehen und wie du siehst, werden mir hier alle möglichen Informationen angezeigt. Und das Coole daran ist jetzt auch, dass ich direkt auf die Seite oder den Artikel springen kann. Bedeutet, ich klicke hier auf Page Textelemente und das System springt direkt auf die Seite im Backend und ich kann diese bearbeiten. Neben den großen Neuerungen
wurden auch noch viele kleine Verbesserungen im Hintergrund vorgenommen. Wie immer findest du eine komplette Liste der Verbesserungen im offiziellen Changelog. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Entdecken der neuen Funktionen von Contao 5.5 und bedanke mich fürs Zusehen und würde mich natürlich freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video hinterlässt.